Hallo Leute, wir haben ein kleines Problem und zwar, wir haben schon so die Hälfte vom nächsten Video gefilmt. Wir haben ja gesagt, wir fahren zum Nanga Parbat Basecamp und jetzt haben wir gerade mal die Aufnahmen angeguckt und gemerkt, dass man nur Rauschen hört. Ja, anscheinend ist unser Mikro kaputt. Wir sind dann nämlich vom Karakorum Highway abgebogen hier in so ein anderes Tal, um zum Basecamp Track zu kommen. Haben hier gerade noch mal Wasser aufgefüllt. Und ja, ich glaube, dieses Mikrofon ist sehr viel windanfälliger, deswegen hatten wir immer das andere benutzt. Und was bisher passiert ist, die Aufnahmen haben wir ja nur ohne Ton. Das erzählen wir euch dann vielleicht noch mal in Ruhe und können euch dann ja die Aufnahmen einblenden, weil wir haben es nämlich auch leider gar nicht zum Basecamp überhaupt geschafft. Wir hatten schon vorher ein paar Probleme. In einem Video davor, da mussten wir auch schon so einiges rausschneiden. Zum Beispiel, dass wir eine Lebensmittelvergiftung hatten und du hast irgendwie 4 Tage lang Durchfall gehabt und musstest kotzen. Ja, also habt ihr jetzt auch nichts Schlimmes verpasst, aber wir haben es trotzdem mit euch geteilt. Ja, ja, wir haben das alles erzählt und dann haben wir uns Medikamente geholt und so weiter. Aber dann war in den Teilen immer so nur so ein Knacksen und ein Rauschen. Deswegen konnten wir das alles nicht benutzen. Und jetzt ist aber das ganze Video bisher nur ein Rauschen. Das müssen wir einfach alles nochmal erzählen oder so und euch ein paar Aufnahmen zeigen. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ja. Okay, also angefangen haben wir das Video an dem Ort, wo die 3 höchsten Gebirgsketten der Welt zusammentreffen. Von rechts kommt hier der Indus aus Tibet und Indien. Dies bildet die Grenze zum Himalaya. Nördlich ist das Karakorum-Gebirge und westlich davon wussten wir es ehrlich gesagt nicht, weil wie wir hier erzählt haben, fehlen in Pakistan an solchen Orten immer Erklärungstafeln. Wir schätzen mal, das dritte ist das Pamir-Gebirge, aber wegen unserer Visa-Problemchen hatten wir weiterhin keine funktionierende SIM-Karte und konnten es nicht nachschauen. Auf dem Weg haben wir in einem Dorf noch was eingekauft. Supermärkte, wie wir sie kennen, gibt es selten, aber Obst- und Gemüsestände findet man eigentlich überall, genauso wie das traditionelle Brot. Natürlich holten wir uns auch noch ein paar Samosas fürs Mittagessen. Richtung Basecamp fuhren wir nicht mehr auf dem Karakorum Highway, sondern durch ein kleineres Tal, in dem die schmale Straße nichts für Leute mit Höhenangst ist. Zum Teil ging es echt tief runter und sowas wie eine Leitplanke gibt es natürlich meistens nicht. Zum Glück ging der Verkehr, aber manchmal muss man dann anhalten, um aneinander vorbeizukommen. Und zwischendurch muss man dann sich auch immer mal wieder am Checkpoint eintragen. Noch etwas frisches Bergwasser getankt und weiter ging es durch die ziemlich trockene Berglandschaft immer weiter flussaufwärts. Es war eine schöne, aber doch sehr holprige Fahrt. Tja, und wie das oft so ist, wurde die Straße immer schlechter und schlechter und an manchen Stellen recht steil. Ihr kennt ja inzwischen unsere Probleme mit dem nicht funktionierenden ersten Gang für das am Berg anfahren. Falls nicht, könnt ihr ja nochmal unsere Himalaya-Videos schauen. Dort sind wir natürlich nicht hochgekommen. Rückwärts hätten wir es wahrscheinlich geschafft, aber wer weiß, was da noch gekommen wäre. Danach wäre die Straße bestimmt nicht plötzlich besser geworden, sondern eher schlimmer. Was auch noch spannend war, waren die ganzen Menschen mit ihren Fahnen, von denen immer mehr an uns vorbeifuhren. Ganze Treckerladungen voll quasi. Es war ein islamischer Feiertag, für den alle zur nächsten Stadt gefahren sind. Auf jeden Fall sehr lustig zu sehen, wie viele Menschen in bzw. auf ein Auto passen. Wie auch immer, wir haben schließlich festgestellt, dass es einfach nichts wird und wir besser umdrehen. Auf dem Rückweg hatten wir dann mal wieder Auspuffprobleme, da der unterm Auto auf dieser Holperstraße zu sehr hin und her eierte und die ganze Zeit irgendwo gegenschlug. Das Auspuffende ist uns in Indien ja eh schon abgefallen, also nichts Neues. Das war aber erstmal ein Problem für einen anderen Tag. Okay, nach dem Update kann es jetzt dann in HD, Farbe und mit Ton weitergehen. Wir wissen auch noch gar nicht genau wohin oder was wir jetzt als Alternative machen. Ja, wir sind noch ein bisschen planlos, aber sind erstmal froh, dass wir es mit der Kamera jetzt rausgefunden haben und dass es jetzt dann weitergehen kann. Und nicht erst in einem Monat, nachdem wir 3 Videos gefilmt haben. Ja, genau. Das wäre schlimm. Glück gehabt. Okay, dann... Let's go! Wo ist der Schlüssel? Geht das wieder los? Mariano verliert immer seinen Schlüssel. Ja, ich brauche mal so einen Bluetooth-Anhänger. Gibt's Du sowas brauchst noch? einfach einen Ort, wo der immer ist, so wie ich das auch habe. Ja. Kann ja auch noch mal so einen Haken hinmachen. Da ist der Nanga Parbat, der 9. höchste Berg der Welt.
anders als bei den anderen 8000ern hier und bei vielen 7000ern und so, ist es hier halt so, dass man direkt am Highway quasi an dem Berg vorbeifährt. Also es ist schon richtig krass, dass dieser Berg so mitten im Land ist und man ihn deswegen so cool sehen kann. Beim K2 habt ihr ja hoffentlich unser Video gesehen, ist es ja immer nur sehr weit in der Ferne und hier hat man schon das Gefühl, man ist viel näher dran. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, ob wir da eine Wanderung machen können, ob wir uns so begnügen. Mal sehen. Ja, und jetzt sind wir übrigens zurück auf dem Karakorum Highway. Und der ist echt super ausgebaut, neuer Asphalt, also es gibt ein paar Stücke zwischendurch, da ist ein bisschen Baustelle und da ist es dann halt schlecht, aber generell sind wir sowas von positiv überrascht, wie gut die Straße ist, das haben wir echt sehr viel schlimmer erwartet. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Langer Parbat quasi von da, wo wir eigentlich hin wollten zum Basecamp, weil die Spitze ist ja eigentlich quasi so eine 20 Kilometer lange Bergkette und also der ganze Berg ist so richtig riesig und deswegen gibt es natürlich auch viele Wege da hochzukommen. Also auch die ganzen Erstbesteigungen wurden von vielen verschiedenen Seiten versucht und jetzt gibt es irgendwie so eine Hauptroute, aber natürlich immer noch viele Möglichkeiten da hochzukommen. Deswegen gibt es auch viele Wege, viele Basecamps und hier sind halt auch die Fairy Meadows, die Feenwiesen, einer der Hauptattraktionen hier im Norden von Pakistan. Aber es ist halt, glaube ich, jetzt nicht so schön oder schöner als die krasse Natur, wo wir zum Teil waren. Und da kann man sich halt hier mit dem Jeep hochfahren lassen. Aber das machen wir, glaube ich, nicht, weil für uns ist das dann wieder super teuer. Und das ist auch alles so ein bisschen abzockemäßig. Also ich glaube, die lassen die Straße einfach absichtlich schlecht werden oder reparieren die nicht, damit man halt nicht mit seinem eigenen Fahrzeug hier hochfährt, sondern dann so ein Jeep bucht und das kostet was und dann Parken kostet was und da oben irgendwie, also das ist halt alles nur so Abzocke und das lohnt sich, glaube ich, nicht. Und von diesen Fairy Meadows könnte man dann noch weiterlaufen zu einem der Basecamps. Also ich glaube, für Leute, die jetzt nicht super fit sind und jetzt nicht ewig weit und so in Pakistan wandern gehen können, die aber trotzdem irgendwie die schönen hohen Berge und so sehen wollen, ist das hier was ganz Cooles. Wie gesagt, es hat natürlich seinen Preis, weil es so eine Hauptattraktion ist. Aber wir für uns haben einfach entschieden, dass so Massentourismus-Sachen ja einfach nicht unser Ding sind und wir uns Dinge einfach selber gerne erschließen, weil wir uns dann einfach ein bisschen freier und unabhängiger fühlen. Und jetzt auch nicht unbedingt 60 Euro/Dollar haben, um uns da hochfahren zu lassen. Schon aber auch immer witzig, wenn wir in so wie Pakistan und Indien und so in bevölkerungsreichsten Ländern der Welt sind und dann schaffen wir es trotzdem irgendwie so Ecken zu finden, wo einfach gar nichts ist. Eine Sache, die wir jetzt nicht jedes Mal filmen werden, die uns aber seit wir Hunsar verlassen haben, die ganze Zeit wieder betrifft, ist, dass die Polizei uns mehr oder weniger hier nicht mehr wild campen lässt. Sobald die irgendwie gerufen werden und wissen, dass wir irgendwo stehen, kommen die vorbei und sagen, das geht nicht. Die eine Nacht wurden wir dann auch irgendwie 3-mal weggeschickt, weil wir so ein Pech hatten und dann kann man halt gar nicht mehr ruhig schlafen. Die nächste Nacht waren wir dann irgendwo und da waren ganz viele DorfbewohnerInnen, die dann vorbeikamen und uns Essen gebracht haben und nicht die Polizei gerufen hat. Also es ist auch sehr schlecht zu planen. Wir wollen dann auch nicht, wenn die Polizei kommt, immer eine Diskussion führen, wo wir uns nur aufregen und am Ende den Kürzeren ziehen. Das wollen wir schon mal gar nicht mit der Kamera festhalten. Das haben wir schon gemacht in den ersten Pakistan-Videos. Die könnt ihr euch gerne noch mal angucken, falls ihr das verpasst habt. Aber ja, es ist immer so ein Stressfaktor, dass man jetzt gar nicht weiß, kann man hier in Ruhe schlafen, kommt jemand, sind die Leute nett, sind die Leute eher so ein bisschen skeptisch und rufen halt die Polizei, weil die halt bei ausländischen Touris immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Angst um die Sicherheit haben, das jedenfalls als Grund nennen und man da halt auch nicht gegen argumentieren kann. Manchmal hatten wir aber allerdings dann doch schon Glück und dann sind sie wieder gefahren. Also es ist halt einfach eine sehr komplexe Situation und wir wollen das jetzt nicht immer filmen, weil es macht euch keinen Spaß anzugucken, uns macht keinen Spaß, das zu erleben. Aber wir wollten es trotzdem hier noch mal kurz sagen, damit alle, die vielleicht mit dem Motorrad, Fahrrad oder Van nach Pakistan fahren, das wissen und nicht total überrascht sind, dass, wenn sie halt versuchen, wild zu campen, das vielleicht nicht so gut funktioniert.
Ja, jetzt erzählen wir es doch. Vorhin waren ja hier 4 Pakistanis schwimmen. Hat niemand die Polizei gerufen. Vielleicht haben die dann die Polizei gerufen, weil die kamen irgendwie sehr zielstrebig hierher. Auch natürlich wieder 6 Leute mit Maschinengewehren, bla 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 bla. Und dann meinten die, hier ist gefährlich, hier gibt es... Da habe ich gefragt, warum ist es denn gefährlich? Da hatten sie erst keine Antworten. Da habe ich 10-mal gefragt, gibt es hier Tiger, gibt es hier Taliban? Am Ende meinen sie, ja, hier gibt es Diebe. Und ich so, hä, okay. Und für die ist es nicht gefährlich, für uns ist es gefährlich. Und sie sind jetzt hier unsere Security. Und wie lange wollen wir bleiben? Und ja, keine Ahnung. Jetzt meinten sie, ja, wir können doch erstmal hier bleiben und schwimmen. Weil ich habe gesagt, wir sind hier zum Schwimmen, so wie die Pakistani-Leute. Die sind auch hergekommen zum Schwimmen, für die ist es kein Problem. Naja, fahren die jetzt eigentlich? Ja, okay. Naja, aber die kommen ja 100%ig dann später nochmal wieder. Die haben ja, weil es sind ja auch mal 6 Leute, es ist angeblich hier gefährlich, hier sind Diebe und so, aber sie haben nichts zu tun, außer dann zu uns zu kommen und zu sagen, dass es hier angeblich Diebe gibt. Also, weiß nicht, wenn es hier so schlimm wäre, dann hätte man nicht die Kapazität von 6 Leuten, sowas jetzt zu machen. Das ist halt so typisch Pakistan. Also, wir hatten echt nur so ganz wenige Orte, wo es anscheinend okay war, dass man da steht, und überall, egal, ne, dann fallen da Steine runter oder es ist der Fluss oder es sind die Diebe. Überall ist immer irgendeine Sache, warum es gefährlich ist, und sie meinten, wir sollen nach da fahren, ne? Halt wahrscheinlich wieder aus deren Gebiet raus, damit wir nicht das Problem für die sind und sie keine Verantwortung haben, und dann sind wir halt im nächsten Gebiet. Aber dann kommt halt die Polizei aus dem nächsten Gebiet an und sagt genau das Gleiche. Das heißt, man muss sich einfach ganz Zeit verstecken und hoffen, dass keiner ankommt, oder zu so Schlafplätzen erst im Dunkeln ankommen und so. Tja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen. Jetzt stehen die da unten und bewachen uns und warten halt, dass wir fahren, und dann fahren wir jetzt auch, weil die kommen ja auf jeden Fall wieder, wenn es dunkel wird. Und es macht einfach so überhaupt keinen Spaß, durch diesen Teil des Landes zu reisen. Also wie stellen die sich das denn vor, dass dann mehr Touris kommen, wenn man schon am Tag, so es ist, eben war ja noch Sonnenschein, aber es ist einfach noch hell, keine Sau ist hier. Wie sollen, also dann die Begründung Diebe, so, also wie sollen wir uns da frei bewegen können und irgendwie dieses Land kennenlernen können? Okay, wir haben jetzt kurz mit denen geredet, wir haben gefragt, wo können wir denn dann parken? Wo ist es denn sicher? Und dann meinen sie ja Gilgit, Hunza Region. Und da habe ich ihm gesagt, ja, genau zwischen Hunza und Gilgit haben wir nachts 3-mal umgeparkt, weil immer die Polizei kam. Wollte ja gar nicht glauben, und ja, das ist einfach so, die sagen, ihr Gebiet ist nicht sicher, man soll zum nächsten Gebiet fahren, aber da ist es dann halt auch nicht sicher, und da haben sie uns wieder 10 verschiedene Gründe genannt. Der eine meinte, weil heute ein religiöser Feiertag ist und hier irgendwie 2 verschiedene so Gruppen quasi auch mal kämpfen. Dann der nächste hat dann, keine Ahnung, die haben sie Diebe gesagt, der nächste sagt Taliban, also ja, Gott, immerhin hatten wir die Diskussion jetzt im Hellen und können jetzt noch wegfahren. Also die in der Chilas-Region wollen uns einfach echt nicht haben. Und wir haben denen auch gesagt, so wie sollen wir uns jetzt als Touris hier gut fühlen und wo sollen wir schlafen? Er meint, ja, bei der Polizeistation. Ja, super. Wir müssen dann bei der Polizeistation schlafen, und die pakistanischen Touris, die können halt machen, was sie wollen, weil für die ist es ja nicht gefährlich, aber für uns halt. Und ja, jetzt wollen wir uns wahrscheinlich auch noch eskortieren. Jetzt fahren die uns wahrscheinlich so lange hinterher, bis wir deren Grenze verlassen, weil dann wissen sie, dass sie jetzt kein Problem mehr mit uns haben, oder wir, ja. Aber es ist einfach so, also wie soll man dann so ein Land als Tourist hier schön entdecken können und dann anderen Leuten erzählen, ja toll, Pakistan, das war so schön, fahrt hierher, weil ja, wir können sagen, ein paar Orte waren schön, die Landschaft ist schön, die Menschen sind super nett, aber wir haben echt jeden 2., 3. Tag haben wir die gleichen Diskussionen mit der Polizei, und ja, es ist einfach überall so. Also man weiß ja zum Beispiel, dass die Balutschistan-Region wirklich viele Schwierigkeiten hat und dass es da so eine Polizeieskorte und so weiter gibt, aber ja, man erwartet das halt nicht, wenn man hier in den Norden fährt, und es ist dann einfach sehr belastend so, weil man will frei das Land bereisen und kriegt dann halt auch so Gründe, die einfach nicht stimmen, und dann fühlt man sich einfach so ein bisschen veräppelt und fragt sich einfach, warum wird das überhaupt gemacht. Wir sind jetzt in Chilas in so einem Hotel-Restaurant und essen jetzt erstmal hier so geile Pommes und nutzen mal wieder das Internet.
Weil, wann war es denn? Ja, seit 3 Tagen. Wir machen hier echt Digital Detox hoch 100. Wir gehen nur alle 3 Tage für 2 Stunden ins Internet. Ja, das ist jetzt immer ein anderes Thema, was das so mit einem macht und wie es unsere Reise beeinflusst. Kann ich auch noch mal was zu erzählen. Aber jetzt hier, ja, wir müssen erstmal was essen. Oh ja, wo ist denn unser orangener Drink? Ja, wir haben ja noch so ein tolles Limonade. Und wir wollten eigentlich nach Islamabad über einen anderen Weg zurück. Man kann nämlich so einen Bogen fahren, dann fährt man ganz den Fluss entlang oder einmal über so Berge. Und wir dachten, das wäre nochmal schön und so eine Bergstraße, dann hat man nochmal eine geile Aussicht und so. Und vielleicht ja, kann man da nochmal zu einem See wandern oder was auch immer. Aber die Straße ist wegen Erdrutsch gesperrt für die nächsten 2 Tage. Und der Polizist an diesem Checkpoint, ne, war auch schon wieder... Wir haben einfach jetzt ein bisschen so einen Hals. Nee, hält uns an und was macht er erstmal? Dann bindet er erstmal seinen Schuh zu und dann stehen wir da eine Minute. Hat auch so eine Sonnenbrille und so, ja, Landsliding. Und du denkst so, ja, okay, das heißt, rede doch mit uns. Ja, die halten einen mal an und reden nicht mit, sagen nichts. Und dann steht man da so und dann fährt man weiter und dann sagen sie Stopp, stopp. Ja. Und dann kommen sie wieder nicht an. Naja, ihr merkt, unsere Laune war schon mal besser. Ja, aber es ist einfach, also ja, es ist einfach jetzt wieder, sind wir in dem Teil, wo es einfach nur anstrengend und man hat einfach keine schöne Zeit, es macht einfach keinen Spaß und ja. Es ist halt so schade, ne? Wir wollen ja eigentlich, oder fliegen ja nicht und wollen langsam mit unserem Auto reisen. Aber sowohl Ladakh als auch jetzt der Norden Pakistan bedeutet halt so viel Kackzeit mit dem Auto, weil man halt durch diese nervigen Regionen muss, dass ich mir echt so denke, ja okay, das nächste Mal würde ich da hinfliegen, weil dann hat man das alles nicht. Nee. Aber das ist natürlich kacke, weil erstens siehst du nicht so viel vom Land und kriegst nicht so viel die Kultur und Veränderung mit. Zweitens ist es fürs Klima halt auch nicht so geil. Aber ja, es ist einfach schwierig. Ja. Naja, jetzt wissen wir auch nicht genau, wo wir jetzt dann übernachten sollen, keine Ahnung. Bei der Polizeistation kann man hier schlafen, aber ich meine, was ist das denn als Land? Man hat Touris und die müssen, man kann natürlich fürs Hotel bezahlen oder du musst in der Polizeistation schlafen. Und dann, nachdem uns die Polizisten dann weggeschickt haben, haben wir nochmal gefragt, ja, was ist denn das Problem? Und Taliban, bla bla. 10 Minuten später kam so ein Checkpoint und wir so, ja, gibt's da, die Polizei dahin sagt, da ist Taliban, ist voll gefährlich, wir müssen weg. Und ich so, hä, nee, der Bundesstaat ist hier total sicher, hier gibt es keine Taliban, hier ist gar nichts. Und Leute am Straßenrand spielen Volleyball und winken uns oder am Restaurant und sagen, kommt her. Und wir so, nee, sorry, wir können leider nicht anhalten, es ist zu gefährlich, wir müssen weiterfahren. Tja, was sollen wir machen? Es ist nicht so leicht. Ja, Mensch. Naja. Dafür gibt es jetzt Pommes. Yeah. Die haben wir uns auch verdient. Geil. Die sind aber knusprig. Sind die Pommes nochmal paniert? Mhm, ja schon. Das mit so einem scharfen Zeug. So, guten Morgen. Wir sind zu einem Stellplatz gefahren, wo wir schon mal waren und das haben wir dann nachts gemacht und sind hier so ohne Licht und alles runtergefahren. Aber so krass, ne? Wir sind hier so höchstens mit Taschenlampe vom Handy und so, damit man uns ja nicht sieht und so. Also ja, so ist das leider. Entweder geht man ins Hotel oder zur Polizeistation oder man muss sich mega verstecken. Und wir kannten halt den Ort, deswegen wussten wir, okay, wir können ja im Dunkeln hinfahren. Aber jetzt um 6 Uhr morgens kamen natürlich dann die 3, was weiß ich, Bauarbeiter und 3 Polizisten an. Und wir waren zum Glück schon wach, haben versucht wieder alle Türen, und irgendwann, als er so doll versucht hat, die Tür aufzurütteln, dass wir dachten, okay, gleich geht das Schloss kaputt, sind wir dann rausgesprungen und ja. Ausgerastet, muss man einfach sagen. Ja, weil dann habe ich ihm auch gesagt, so, weil das machen die nie. Dann sage ich doch, Leute, klopft mal und sagt, hallo, hier ist Polizei. Dann wissen wir, okay, es ist Polizei, weil die sagen immer, es ist eine gefährliche Gegend, aber dann kommen sie auch nachts an, rütteln an allen Türen, dann machen wir doch nicht auf, wenn es hier gefährlich sein soll und hier irgendwelche bösen Menschen rumlaufen. Naja, das hat er auch so halb verstanden und ja, weiß auch nicht. Und dann hat man die Arbeiter gefragt, so ja, ist es hier gefährlich? Was ist denn gefährlich? Und dann lachen sie nur und gehen weg und so. Und auch die ganze Zeit immer nur am Lachen. Also wir sind echt so eine Witznummer einfach für die, so eine Unterhaltung. Und die machen sich einfach nur die ganze Zeit lustig. Es ist so respektlos. Ja, und also wie gesagt, 6 Uhr morgens, wir waren jetzt zum Glück schon wach, sonst wären wir wieder voll aus dem Schlaf geschreckt worden. Und jetzt bin ich inzwischen auch überhaupt nicht mehr nett. Nee. Jetzt sage ich ihnen einfach, dass sie dumm sind und dass es keinen Sinn macht. Also ich habe mir so vorgenommen, mich darüber nicht aufzuregen und so, aber die Art und Weise, wie das passiert und wie man verarscht wird,
Ja, weil für uns ist es hier todesgefährlich. Die Arbeiter laufen hier friedlich rum, sitzen da und essen und so, aber wir werden hier ganze Zeit belästigt. Naja, so ist es leider hier als Ausländer in diesem Land. Ja, wir hatten dann zum Glück geplant, jetzt heute früh loszufahren, Ja. um viel Strecke zu machen, weil was sollen wir hier? So, wir können hier halt nichts machen. Nee, Dann ist es halt wir so. können da in der Stadt parken natürlich, aber auch in der Stadt, wo wir gegessen haben, da war es so laut und so viele Leute. Und dann ohne hell und bla bla bla. Also ja, die sagen, fahrt in die Stadt, da gibt es viel Security. Aber nee, wenn wir da parken, werden erstmal 20 Leute um unser Auto rennen und alle reingucken und man schläft da halt nicht ruhig. nee, man kann da Wir auf müssen uns keinen halt Fall erholen. ruhig schlafen. So, ja, die Nacht war so halbwegs okay, es war ein bisschen heiß, aber jetzt... Das wird jetzt eh weiter. Aber es ist eher, da läuft alles nach Plan. Wir wollten eh jetzt früh aufstehen und jetzt losfahren, damit wir es so weit wie möglich schaffen, weil sonst dann schaffen wir es fast bis nach Islamabad, weil sonst hätten wir halt noch so eine Nacht. Wobei auf dem Weg war auch so ein Hotel, wo man übernachten kann, ganz gut, aber da war auch die ganze Nacht so ein Generator 5 Meter nebenein, also konnte man da auch nicht schlafen. Naja, so ist das hier. Los geht's. Los geht's hier den Berg wieder hoch. Rückwärts. Rückwärts, na, der ist leider zu steil. Zurück auf der Straße. Everyone's watching, might as well move. Und auch Visa-Copy. Oh, ja. Everyone's watching, might as well move. Everyone's watching, show them how to move. Entry. Entry, yes. Und man muss sich natürlich überall immer einchecken. Und sie wollen immer was anderes haben und mal sind sie langsam, mal machen sie nur ein Foto, mal wollen sie wissen, ob wir verheiratet sind, wie viele Kinder wir haben. Okay, weiter. Jetzt sind wir wieder in der Region, wo ganz viel, wir glauben, chinesische Firmen sind und hier irgendwie so ein krasses Dammprojekt umgesetzt wird. Also wir sind gerade ziemlich tief lang gefahren, obwohl oben noch eine weitere Straße gebaut wird und haben jetzt gerade gelesen, dass hier so ein Dammprojekt stattfindet und wir glauben, dass man dann hier oben in Zukunft lang fährt und dass unten da alles mit Wasser geflutet wird, voraussichtlich, damit man dann auch Wasserenergie dadurch gewinnen kann. Ist schon ganz schön krass. Also wie hier dann die Straßen und Berge gesprengt werden und in was für einem Ausmaß hier so Baustelle ist und so. Everyone's watching, might as well move. Everyone's watching, show them how to move. Everyone's watching, might as well move. Everyone's watching, Ein Trittbrettfahrer. make you wanna move. Everyone's watching, might as well move. Make you wanna move. Ja. Make you wanna move. Everyone's watching, might as well move. Make you wanna move. Everyone's watching. Das ist aber tief hier. Ja. Oh Gott. Oh Gott, wir schwimmen. Also wir nehmen das ein bisschen zurück mit der Karakorum Highway, ist super. Irgendwie haben wir diesen Teil, den wir gerade fahren, völlig verdrängt. Es ist echt Baustelle an Baustelle und macht einfach gar keinen Spaß zu fahren, weil es auch 1000 Schlaglöcher gibt und so. Also ja, doch nicht so ideal wie gedacht. Gibt es auch Frauen in Pakistan eigentlich? Irgendwie. Make you wanna move. Make you wanna move. Everyone's watching. Might as well move.
Polizeicheck Nummer 10.000. Make you wanna move. Make you wanna move. Make you wanna move. Da hinten irgendwo, neben Subway. Geil, Subway. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an dem Ort zurück, wo die ganze Reise in den Norden angefangen hat. Da drüben auf der anderen Raststätte, da haben wir auch dann am Anfang diese pakistanische Reisegruppe getroffen. Wir sind heute 10,5 Stunden oder so gefahren, sind dementsprechend jetzt echt K.O. Deswegen gibt es ein bisschen Pommes als Nahrung hier an der Raststätte. Hier werden wir auch übernachten und dann morgen den Rest nach Islamabad fahren. So war das alles leider nicht geplant. Wir wollten eigentlich noch zum Nanga Parbat Basecamp. Das war uns dann alles zu viel mit den Straßen und so weiter, habt ihr ja gesehen. Das ist nicht das Video, was wir machen wollten, aber es ist ein Teil, unsere Reise authentisch zu teilen, weil es läuft halt leider nicht immer alles nach Plan und irgendwie ist das Leben auf Reisen wie das Leben allgemein mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden und das gehört einfach dazu. Okay, wir futtern jetzt Pommes. Verscheuchen Fliegen. Und dann geht es dann in Islamabad weiter. Genau, Assalamu alaikum. Tschüss. Und nächste Woche, ich feuer jemanden an. Laura ist gelangweilt. Und Barbie und Ken machen auch Vanlife. Das und mehr nächste Woche. Bis dann.